Zunächst ist es, glaube ich, in der Behandlung erstmal ganz wichtig, den Mann überhaupt wahrzunehmen. Denn natürlich liegt das Augenmerk primär immer auf der Frau. Und viele Männer haben so das Gefühl, dass sie Beiwerk sind oder letztendlich nur Spermienlieferant und nicht wirklich eingebunden sind in die Behandlung. Das kann wirklich zu Problemen in der Beziehung führen und natürlich auch beim betreffenden Mann zu Frustrationen führen, die dann in Konflikte ausarten. Was kann man nun tun, um den Mann tatsächlich auch als Mensch wahrzunehmen und als wichtigen Punkt in dieser gesamten Behandlung? Zunächst einmal finde ich es extrem wichtig, dass Männer bei den Gesprächen immer dabei sind. Die Männer müssen wissen, was in der Behandlung gerade passiert, was die nächsten Schritte sind und sich eben nicht nur darauf beschränken, die Spermien zu einer vorgegebenen Zeit abzugeben. Wenn es tatsächlich am Mann liegt, so muss auch mit dem Mann ein Gespräch geführt werden, was er unternehmen kann oder wie er sich besser verhalten kann, um seine Spermien etwas aufzupimpen, besser zu machen. Und das beinhaltet ganz oft eine Veränderung im Lifestyle. Zum Beispiel das Rauchen einstellen, abnehmen, mehr Sport machen und so weiter. Man muss immer aufpassen, sich nicht zu sehr zu kasteien, denn dann verliert man auch die Lust am Leben und die soll natürlich trotzdem erhalten bleiben. Für Männer ist die Therapie und die Behandlung einer Einschränkung vom Spermiogramm schwierig. Es gibt relativ wenig Forschungsarbeit dahingehend und das Einzige, was wir wissen, ist, dass eben gesunde Ernährung sinnvoll ist, möglicherweise Zink und Vitamin E. Und ein Lieblingsthema von mir ist das Essen von Nüssen. Tatsächlich, Baumnüsse haben in einer spanischen Studie ergeben, dass Walnuss, Haselnuss und Mandeln tatsächlich zu einer Verbesserung der Spermienqualität führt und tatsächlich auch besser wie alle Nahrungsergänzungsmittel. Also, liebe Männer, Nüsse essen. Und ansonsten bitte beteiligen Sie sich an der Behandlung, bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit und dann ist die Therapie mit Sicherheit für alle Beteiligten viel, viel besser auszuhalten und sicherlich auch erfolgreicher. In diesem Sinne, Nüsse essen und dabei bleiben.